Die Aquaristik ist ja bereits seit langer Zeit dem Ruf entflohen, ein auf Neandertaler zugeschnittenes, stinkendes Kellerhobby darzustellen. Macht man es richtig, entstehen hier Designelemente, die nicht nur ein angenehmes Raumklima erzeugen, sondern auch zum richtigen Hingucker werden können. Heute gibt es für dich mal ein paar kleine Inspirationen, die auch ohne viel Platz verdammt was hermachen können. Natrop. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ganz fantastischen Video auf diesem Kanal. Wir sind heute bei einem Meister der YouTube-Aquariengeschichte. Nahezu jeder YouTuber, der neben ihm filmt, sieht aus, als hätte er nur einen kleinen Toaster in der Hand neben seinem Kamerazubehör. Wir sind beim Aqua Owner höchstpersönlich im Studio. Servus, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es ist spektakulär. Wir sind von Kameras und Mikrofonen umgeben. Du bist einer der allerersten, die überhaupt hier so durchlaufen. Ja? Ja. Das ist ja voll die Ehre. Gerade deine Zuschauer werden diesen Ort und diese Perspektive sehr gut kennen. Wahrscheinlich. Aber ich schwenke jetzt einfach mal nach rechts. Ja. Und da sehen wir ein komplettes Studio mit allem, was dazugehört. Was ist denn das wichtigste Tool, was du sonst so beim Arbeiten hier benutzt? Ich würde eigentlich sagen die Mikrofone. Die beiden hier für die ganzen Aufnahmen, die irgendwie am Tisch stattfinden. Ja, also hier und hier sind baugleich. Und ansonsten halt meine beiden Podcast-Mikrofone, meine Schätzchen. Also der Ton ist Ihnen sehr wichtig. Ja. Scheiße, jetzt muss ich mir auch eine Drohne kaufen. Was dich einfach so in der Sympathieskala nach oben haut, ist eine üppige Lego-Sammlung. Und das auch noch thematisch im Star Wars-Modus. Das finde ich ja ganz fantastisch. Ich möchte dabei wirklich betonen, das sind alle jemals erschienenen Brickheads von Star Wars. Und einige waren echt schwer zu kriegen. Hier Captain Phasma, sehr schwierig. Oh, ja? Also, da müssen wir ein extra Pouring gleich machen. Du hast so viele Projekte immer am Start. Ich habe nicht die Möglichkeit, zeitlich immer alles zu verfolgen und dachte mir, ich komme einfach mal vorbei und schaue, was du so für Aquarien am Start hast. Es geht ja über Aquarien hinaus. Ja, klar. Du bist ja in die Terraristik, du bist Süßwasser, Meerwasser, Aquaristik. Also bei dir findet man eigentlich alles. Mittlerweile schon, ja. Also irgendwann wird halt ein Thema immer langweilig. Das ist einfach so. Man kann aber im Bereich der Aquaristik, glaube ich, ganz viel über den Tellerrand hinausschauen. Und es gibt so viele Sachen, die du da machen kannst. Wir können ja mal mit dem ersten Becken starten, um mal so einen kleinen Überblick zu bekommen. Das ist so eine Art Resterampe, um den ich mich irgendwie seit einem halben Jahr nicht mehr gekümmert habe. Okay. Ich wollte den immer mal neu machen und habe es halt einfach bisher nie gemacht. Und deshalb wuchert der einfach fröhlich vor sich hin und damit mache ich halt exakt gar nichts. Was genau ist das denn? Das sind verschiedene Moose unter einem ganz normalen LED-Licht oder? Du hast das hier mit einem Leim zu tun. Ja, stimmt. Also ganz normal ist natürlich erstmal nicht normal. Nein, also es nennt sich Wabikusa, so dieses komplette Gestell, was man hier hat. Das geht darum, Aquarienpflanzen, die du normalerweise unter Wasser hast, über Wasser zu züchten. Weil bei fast allen Pflanzen geht das. Also bestimmt 90-95% aller Pflanzen, die du im Süßwasseraquarium hältst, können auch über Wasser wachsen. Ach was. Und tun das in der Natur auch. Da kommen die dann aus Überflutungsgebieten, aus Sümpfen und so weiter. Und das kannst du halt auch in so einem Glas machen, brauchst halt hohe Luftfeuchtigkeit, damit die Aquarienpflanzen sich halt auf das Wachstum über Wasser umstellen können. Und dann wachsen die halt über Wasser. Ein Wabikusa ist quasi ein Aquarium ohne Wasser. Ja, also Wabikusa heißt übersetzt sowas wie schönes Gras. Komische Zen-Übersetzungen, ne? Die sind ja eh immer so ein bisschen seltsam. Also es geht halt darum, dass du dir so einen kleinen Ort anlegst. Meistens ist das so ein kleiner Ball. Ein Ball aus Erde oder auch aus Aquarienuntergrund. Und da wickelst du halt dann Aquarienpflanzen drumherum und lässt sie dann halt wachsen bei hoher Luftfeuchtigkeit. Und am Ende kommt halt was raus, was mehr oder weniger Zufall ist, wie das dann aussieht vom Design her. So ein bisschen wie im Meerwasser ein lebender Stein. Ja, durchaus, könnte man vergleichen. Cool. Das ist halt das Schöne, du hast halt Aquarienpflanzen, brauchst aber kein Aquarium. Und brauchst halt generell nur wenig Platz. Du kannst das theoretisch auf der Fensterbank stehen lassen, nur mit Sonnenlicht. Geht auch. Ist das hier sowas Ähnliches? Das ist sowas Ähnliches. Das ist nur eine andere Darstellung sozusagen. Das ist jetzt konkret eine Terra Base von der Firma Dua. Das ist im Endeffekt eine Tonröhre und die ist innen hohl. Das heißt, du kippst innen Wasser rein und der Ton saugt sich voll und transportiert das Wasser nach außen. Aha. Und deshalb kannst du halt außen Moose drauf binden, andere Pflanzen drauf binden und die wachsen dann halt wie an so einem Baumstamm sozusagen. Die ist halt so relativ jung, deshalb sieht sie noch nicht sonderlich spektakulär aus. Aber irgendwann ist das halt so ein schöner, plüschiger, grüner Moosstamm. Ich glaube, mittlerweile wird es sogar angeboten, dass du das auch fertig kaufen kannst. Aber in der Regel kaufst du diese Tonröhre und dann kaufst du dir halt ein paar
paar Moose dazu aus dem Aquarienfachhandel. Oder du nimmst halt idealerweise einfach Moose aus deinem Aquarium. Oder Pflanzen aus deinem Aquarium, so eine Art Resteverwertung. Du musst ja sowieso regelmäßig zurückschneiden in einem Süßwasserbecken. Und was machst du mit den Überschnitten? Könntest du halt an so ein Ding binden und dann lässt es da drauf wachsen. Der Kaspar hier jetzt mit dem Glas und mit der Lampe und so und mit dieser Holzplatte, da liegt es halt bei 200 €. Also kostengünstig ist was anderes. Aber du kannst natürlich auch einfach hier so eine Glaskaraffe aus dem Nanunana dir holen für 5 € und machst halt irgendeine Lampe drüber oder stellst es auf die Fensterbank. Und das geht wahrscheinlich in die ähnliche Richtung. Das ist im Endeffekt auch wieder genau das Gleiche. Das ist noch ein bisschen spezieller, weil da ein bisschen anspruchsvollere Moose drin sind, die es noch wärmer brauchen. Deshalb ist das komplett geschlossen. Bei mir ist es jetzt so, viele springen von der Süßwasseraquaristik irgendwann auf die Meerwasseraquaristik. Ich habe früher mal Süßwasseraquarien gehabt, mit 12, 13, aber da kannst du dir auch vorstellen, wie die Suppen aussahen. Jetzt ist es für mich so, dass die Süßwasseraquaristik auf einem Stand ist, den ich gar nicht einschätzen kann. Ja. Aquascaping, das gab es früher alles gar nicht. Also es hat sich so viel verändert. Und so ein Meerwasserhase wie ich schaut jetzt einmal in diese Welt rein, ist auch mal was anderes. Also kann ich mir vorstellen. Gibt's, glaube ich, so auch eher seltener. Von daher umso spannender mal zu gucken, was du so alles hier hast. Es ist auch viel in so eine Designrichtung gegangen im Aquascaping gerade. Da ist ja viel aus Japan rübergekommen, viel so Zen-Kultur, Zen-Gärten und sowas alles, was dann damit übertragen wird. Und damit sind auch die ganzen Sachen einfach, finde ich zumindest, deutlich hübscher geworden. Absolut. Weil mich hat halt so ein früheres Süßwasserbecken, so ein Gesellschaftsaquarium, fand ich halt auch mal scheiße. Das wäre ein Paludarium. Weil du hast halt ein Wasserteil und ein Landteil sozusagen, ein Emersenteil. Also Emer ist über Wasser, Submer ist unter Wasser. Okay, also das ist Paludarium mit einem Wasserteil von 40 Litern, 50 Litern? 30. 30? 30 Okay. Liter Wasser sind das. Das ist ein 60 mal 25 mal 20. Halt relativ große Wurzel drin, die oben rausguckt und eben auch von der Bepflanzung dann halt so angelegt, dass du halt Sachen hast, die wirklich dann nur unter Wasser wachsen. Viele dieser Pflanzen, die unter Wasser wachsen, können halt auch aus dem Wasser rauswachsen. So wie die hier. Oder die. Weil die sind alle unter Wasser gepflanzt und kommen dann halt nach und nach aber über die Wasseroberfläche raus. Und so hat man halt so, das Beste aus beiden Pflanzenwelten. Was brauche ich an Technik, um sowas zu bauen? Filter ist klar, der sieht sehr schick aus, der daneben dran steht. Das ist ein Außenfilter. Du hast eine LED drüber. Brauche ich da CO2 für? Jetzt in diesem konkreten Fall nicht, weil die Bepflanzung unter Wasser so angelegt ist, das sind alles sehr langsam wachsende Pflanzen. Die haben halt so einen langsamen Stoffwechsel, dass sie eine zusätzliche CO2-Zugabe nicht unbedingt brauchen. Also wenn ich sowas baue, immer erstmal schauen, braucht diese Pflanze eine zusätzliche CO2-Versorgung oder nicht. Und ansonsten kann ich loslegen. Wurzel ist wahrscheinlich dieses typische Süßwasser-Aquarienholz. Nee, das ist eins, das nennt sich Tigerwood. Wo das genau herkommt, was das genau ist, kein Plan. Okay. Können dir die Händler im Endeffekt auch nicht sagen, weil diese ganzen Hölzer haben halt irgendwelche Fantasiebezeichnungen. Das kenne ich von Was Korallen, wo sich sämtliche Bezeichnungen halt nach Farbe und sowas dann ausgedacht Das hast du bei werden. Steinen und bei Hölzern hast du das genauso. Situation. Du lernst jemanden kennen und ihr tauscht euch so ein bisschen aus und ihr merkt, okay, Aquaristik, das ist so euer Ding. Und er sagt, oh Bruder, ich muss los, ich habe keine Zeit. Oh Bruder, ich muss los, ich habe keine Zeit. Zeig mir doch schnell noch mal eins deiner Becken. Welches wär's? Das hier hinter uns. Echt? Ja. Das ist am neuesten ist? Oder? Nee, das ist tatsächlich aktuell, also wirklich ernsthaft mein absolutes Lieblingsaquarium von allen, die ich hier habe, auch von den Meerwasserbecken. Okay. Weil es zeigt alles, was aktuell in der Süßwasseraquaristik modern ist und gut funktioniert, in einem Aquarium kombiniert. Hast du da jetzt Tiere drin? Also ich habe ein paar kleine Garnelen gesehen. Genau, da sind Zwerggarnelen drin und Schnecken. Das Aber war's. keine Fische. Keine Fische. Dafür wäre das Wasservolumen auch zu klein. Man könnte einen einzelnen Kampffisch drin halten, aber Kampffische sind sehr springfreudig und der wird halt am nächsten Tag hier liegen und nicht mehr da. Ja. Da müsste man das Aquarium abdecken, aber mit dem Aufbau kannst du es halt nicht abdecken, also ist das raus. Für was für eine Art von Zimmer würdest du sowas empfehlen? Ist das was Nettes fürs Büro? Also ich finde das, also man sieht ja auch hier, ne, steht auch so ein kleines Sideboard, nimmt nicht so viel Platz weg. Ich finde, das ist eigentlich was du echt überall gut platzieren kannst. Ich kann mir das zum Beispiel auch gut vorstellen, vielleicht im Flur auf so einem Sideboard. Ja. Und wenn man irgendwie so reinkommt, dann Auch geil. kommt einem das so entgegen sozusagen, weil es halt auch nicht viel wiegt dadurch. Ne? 30 Liter Wasser, das bisschen da drin, dann bist du halt bei 40, 45 Kilo vielleicht. Das ist okay, das hält so ein normales Sideboard auch aus. Das ist mit einer der Gründe, warum ich so viele kleine Aquarien habe. Ja, das ist Ne? praktisch. Weil du kannst ja überall hinstellen. Zu meiner Linken ist etwas, was sehr nach Terrarium aussieht. Genau, das ist eigentlich lustig, weil das Produkt heißt Paluda.
Obwohl es kein Paludarium ist, ne du? Sind hier jetzt Tiere drin? Da waren Tiere drin, aktuell nicht mehr. Ich hatte da Vampirkrabben drin, da stand das noch im Esszimmer, nicht hier bei mir im Büro. Ich habe halt mit diesem Terrarium wahrscheinlich ein Dichtigkeitsproblem. Und deshalb, als ich es umgestellt habe, habe ich gesagt, okay, ich gebe die Tiere vorsorglich schon mal wieder ab, weil ich werde es irgendwann komplett rausleeren müssen, nachdichten und wieder reinbauen. Und das ist mit hier drin natürlich bescheuert. Das kannst du auch schwer zwischenlagern, so Krabben. Und deshalb habe ich die Tiere jetzt tatsächlich abgegeben. Aber es waren halt Vampirkrabben drin. Sehr niedliche Tiere. Das kannst du auch gerade sehen, jetzt ist gerade nämlich angefangen der Vernebler im Hintergrund und hier der Lüfter. Ah ja. Und jetzt wird da schön Luftfeuchtigkeit verteilt. Ist das sehr aufwendig, so eine Art von Terrarium zu erhalten? Oder hast du letzten Endes, wie wenn du nur Zimmerpflanzen hast, das typische Gießen quasi? Erhaltung ist im Endeffekt vollständig automatisiert. Weil da ist halt, kann ich mal zeigen, das ist halt eine Mehrfachsteckdose, eine steuerbare. Und da ist einmal die Pumpe, der Lüfter und der Vernebler. So alle paar Stunden geht halt der Vernebler an und dann geht der Lüfter an und erhöht halt die Luftfeuchtigkeit wieder so ein bisschen. Deshalb musst du damit ernsthaft nichts tun. Also nichts, gar nichts. Ab und zu muss man es mal zurückschneiden, weil gerade die Ranken hier, das ist eine Begonie, oder hier diese kleinen Ranken zwischendrin, die sind echt schnell. Aber davon abgesehen ist halt der Pflegeaufwand für das Ding nahezu gleich null. Also Beckennummer 1, 2, 3, 4, 5 ist einmal das Terrarium mit dem Namen Paluda. Paluda. Das Paluda. Das Paluda, du Luda. Und jetzt kommen wir in eine Wasserform, die mir viel geläufiger ist als das Süße, nämlich jetzt wird salzig. Ja, nee, das ist mein neuestes kleines Meerwasserprojekt, weil mich diese Geschichte mit den Algenbecken doch echt fasziniert hat, weil auch die Optik einfach sehr nah auch an einem Süßwasserscape dran ist. Und ich glaube, das könnte auch ein Punkt sein für viele Leute, die noch keine Berührung mit Meerwasseraquaristik haben, aber mit Süßwasseraquarien, dass man sagen kann, pass auf, du könntest eine ähnliche Optik auch im Salzwasser haben. Sehr interessant. Ich glaube, viele machen das nicht, weil sie sagen, wenn ich schon den Schritt gehe, ein Meerwasseraquarium zu machen, dann will ich direkt Korallen und sowas haben. Warum soll ich die gleiche Optik dann in aufwendigerer Form erzeugen? Aber wie du schon sagst, es ist allein im Umgang mit dem Thema Pflanze die einzige Möglichkeit, groß im Meerwasseraquarium Erfahrung zu sammeln mit einem Algenbecken. Genau, es ist auch, glaube ich, die einzige Möglichkeit, das Wissen aus der Süßwasseraquaristik zumindest teilweise zu übertragen. Für die sich jetzt nicht so auskennen, die Algen ziehen ja eine Menge Nährstoffe raus. Ja. Von daher ist es das Idealste, um mit der Meerwasseraquaristik im kleinen Stil anzufangen. Kannst natürlich auch verstehen, wenn die meisten jetzt sagen, okay, ich möchte aber direkt die ganzen Korallen und sowas drin haben und das. Aber da hast du ja den Kompromiss getroffen, du hast einfach beides. Und vor allem, es sind sogar nur 20 Liter. Also es ist wirklich echt wenig, ne? Und du hast hier sogar eine Süßwasserlampe drüber. Genau. Man sieht es natürlich den Korallen halt auch an, dass es eine Freshwater-Lampe ist. Die sehen halt lange nicht so spektakulär. Die Katzen. Ja, die Korallen sehen halt lange nicht so spektakulär aus wie unter Blaulicht. Klar, das ist halt auch so. Okay, das hier ist Süßwasser und ich sehe Seerosen, kann das sein? Korrekt. Voll geil. Was genau hast du dir jetzt hierbei gedacht? Also das ist etwas, was ich typischerweise eigentlich niemals gemacht hätte, ehrlich gesagt. Das ist nämlich ein Biotop-Aquarium. Als Biotop-Aquarium bezeichnet man Becken, die nahezu vollständig einen Lebensraum nachbilden, der in Natura ungefähr so vorkommt. Das Becken hier ist dem Rio Tapajós, einem Nebenfluss des Amazonas, nachempfunden. Steine und Pflanzen sind so ausgewählt, dass es dort genau so unterhalb der Wasseroberfläche aussehen könnte. Du suchst ja das Tier aus, was in diesem Biotop vorkommt, und dann informierst du dich darüber, okay, wo lebt der denn eigentlich? Was für Pflanzen wachsen da? Was für einen Boden gibt es da? Wie sind die Wasserwerte dort vor Ort? Und versuchst das halt so nah wie möglich nachzubilden. Und in dem Fall, welches Tier ist das? Die kleine Gruppe hier, das ist der Hyphesogrycon melanosticus, der blaue Tapajós-Salbler. Deshalb Rio Tapajós, ne? Kommt halt aus dem Tapajós. Okay, ein Salbler, also ein kleiner Schwarmfisch. Genau, und was auch noch drin sind 5 L134 Welse, Picoltia compta. Die nennen sich auch Goldtiger-Harnischwälse, also schwarz-gelb gestreift, sind aber nachtaktiv. Ja, super. Und wenn du das halt auch vergleichst, so von der Pflanzenvielfalt mit dem kleinen Becken im Büro, hier ist ja quasi nichts drin. Hier sind 4 verschiedene Pflanzen drin, ganz ernsthaft. Jetzt sage ich was dich vielleicht jetzt nicht so freut. Aber das ist für mich optisch das schönste Becken, was du hast. Ja, das ist ja auch so spannend, ne? weil wir das völlig unterschiedlich wahrnehmen. Weil für mich ist das eine Form der Aquaristik, die ich mal ausprobieren wollte, um diese Erfahrung zu sammeln.
von der ich aber jetzt schon sage, das mache ich nicht nochmal, weil mir das zu einschränkend ist, weil ich halt in diesem Becken auch, also ich finde das Layout ist gut geworden, aber ich würde da ganz andere Tiere reinsetzen wollen, die ich jetzt nicht reinsetzen kann, weil es das Biotop ist. Mir fehlen da zum Beispiel Garnelen drin, aber in dem Fluss gibt es halt keine Garnelen, ist dann so. Und mir fehlen zum Beispiel auch Bodendeckerpflanzen, die es in dem Fluss auch nicht gibt. Piranhas gibt's doch da bestimmt. Aber da ist das Becken zu klein. Ja, ich glaube auch. Das hier ist ja jetzt voll meine Welt. Das hier ist nämlich dein Meerwasserbecken und wir sind bei Becken Nummer 8. 8, glaube ich. Ne? 8. Ja. Und das ist jetzt mein großes Meerwasserbecken. Das ist Miller. Und Einen schönen guten das Tag. ist Elvis. Und einen schönen guten Tag. Ja, mein großes Meerwasserbecken. Das große 100-Liter-Becken. Genau. Und halt mein allererstes. Was ist für dich das Schönste am Meerwasseraquarium im Gegensatz zu einem Süßwasserbecken? Weil ich meine, es steht ja auch im Wohnzimmer. Ich gehe mal frech davon aus, dass es ins heilige Wohnzimmer nur die Aquarien schaffen, die vielleicht von der Größe einerseits ein bisschen schwierig im Studio sind, aber die du auch sonst um dich haben möchtest. Ja, ich habe ja gesagt, dass das kleine im Büro ist eigentlich mein Lieblingsaquarium im Moment. Aber trotzdem ist das Becken das, wo ich und auch meine Lebensgefährtin am liebsten reinschauen. Weil Meerwasser ist einfach viel lebendiger als ein Süßwasseraquarium. Und ich meine, da ist ein Fischschwarm, der sich die ganze Zeit bewegt. Der ist hier nicht drin. Ne? Aber trotzdem, es passiert so viel und es passiert vor allem auch so viel Unvorhergesehenes. Ich meine, da sind ja absurd viele Tiere drin, die ich da nicht reingesetzt habe. So kleine Kalkröhrenwürmer oder so. Die setzt du ja nicht aktiv da rein. Nachts, wenn die Lampe aus ist, ist das Becken voll, randvoll mit winzigen kleinen Garnelen. Keine Ahnung, wo die herkommen, keine Ahnung, was das ist. Sowas halt. Oder irgendwie nachts kommen da halt so schwarze Schnecken raus. Ganz schwarze, tiefschwarze Schnecken, die du tagsüber nicht siehst. Die habe ich da auch nicht reingesetzt. Und das ist einfach super faszinierend. Weil da sieht man wirklich, wie artenreich auch das Meer dann einfach ist. Und das ist ja nur ein winziger Ausschnitt darauf. Welches Aquarium macht denn am meisten Arbeit? Das ist echt eine schwierige Frage, weil die alle unterschiedliche Arbeiten machen. Ich würde tatsächlich sagen, das Biotop, weil da einfach alleine der Wasserwechsel schon am längsten dauert, weil das meiste Wasser gewechselt werden muss. Einfach weil es das größte Becken ist. Das dauert natürlich dann so Stunde, anderthalb, bis es dann mal durch ist. Und das Becken macht am meisten Dreck. Dadurch, dass am meisten Tiere drin sind, also Fische drin sind. Du hast halt am meisten irgendwie Belach auf dem Boden, der weggesaugt werden muss. Von daher ist wahrscheinlich der Arbeitsaufwand dafür tatsächlich am höchsten. Also ist es gar nicht das Meerwasseraquarium, was ja so viele denken. Mittlerweile nicht mehr. Ich würde sagen, am Anfang war es das tatsächlich, weil ich das am Anfang mit wöchentlichen Wasserwechseln betrieben habe. Aber jede Woche 20 Liter Meerwasser muss halt erstmal aufgesalzen werden. Dann muss das irgendwie eine halbe Stunde da rumlaufen, bis das aufgelöst ist. Dann machst du einen Test, passt die Salinität. Welche Styles nimmst du da? Das Pro Reef. Von Tropic Marine. Ja. Und mittlerweile bin ich aber dazu übergegangen, alle 6 Wochen vielleicht einen Wasserwechsel. Ich hoffe wirklich sehr, dass dir dieses Video ein paar kleine Anreize gegeben hat, vielleicht mal etwas anderes als eine Blumenvase oder Taschentuchspender auf eins deiner Regale zu stellen. Schau sehr gerne mal bei Herrn AquaOwner auf dem Kanal vorbei. Hier gibt es zu allen Becken eine Menge und ich meine wirklich einen ganzen Haufen Informationen, die dir sicherlich weiterhelfen werden. Ich bedanke mich fürs Zusehen, haut euer Feedback gerne unten in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.